Ja, ganz kurz vielleicht nochmal zur Einführung. Der amerikanische Rechtsanwalt Steven Druker hat herausragende Arbeit im Sinne des Vorsorgeprinzips und des Verbraucherschutzes geleistet. Seine 1998 eingereichte Klage zwang die US-Lebensmittelsicherheitsbehörde FDA dazu, ihre Daten zu gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln offenzulegen. Dadurch wurde deutlich, dass Verwaltungsbeamte für die schnelle Einführung der GV-Produkte die ausdrücklichen Warnungen ihrer eigenen Wissenschaftler zu den außergewöhnlichen Risiken vertuscht und fortwährend die Tatsachen falsch dargestellt haben. In Deutschland und in Europa wird ja viel von der FDA übernommen, also unkommentiert meistens, denke ich mal, gell? So von den Zulassungen. Also die sagen dann, ja, in den USA ist zugelassen, dann brauchen wir hier auch nicht mehr viel testen, soweit ich weiß. Aber da weiß der Walter nachher noch mehr. Insofern denke ich, ist da auch bei uns vieles eben versucht worden, ja, einfach einzuführen, weil es eben in Amerika zugelassen worden ist. Nach einer wissenschaftlichen Aufarbeitung dieser Daten veröffentlichte Druker 2015 das Buch Altered Genes, Twisted Truth, veränderte Gene, verdrehte Wahrheit, das jetzt im kommenden Jahr eben auch in Deutschland erscheinen wird. Wir warten schon seit since 2 years, we are waiting for your book. It was in German language. Genau, we hope this comes soon, right? Okay. Ja, wir haben ja bei uns eben auch das Problem mit den neuen Gentechniksorten, with the new GMOs, CRISP and the things, yeah. We have also the problems here, dass das ja schon teilweise eingeführt ist und eben da versucht wird, die Behörden wieder ja, zu umgehen und es einfach gemacht wird, weil es offiziell noch nicht unter die Genregulierung kommt. Also das ist auch der aktuelle Bezug zu Europa, wo ich denke, da muss man ganz schnell die Bremse ziehen. Auch da wird der Herr Druker was sagen. Und der Walter Hefiger, Imkerpräsident von den EU-Imkern, hat sich bereit erklärt, ist eines unserer aktivsten Mitglieder so bei der EU von der Gegenlobby, genau, ist der größte Lobbyist von uns, ist immer im EU-Parlament in allen einschlägigen Veranstaltungen und im Bundestag ein- und aus, spricht perfekt Englisch, ist auch in den USA länger gewesen und hat sich bereit erklärt, eben zu dolmetschen. Gut, dann, I thank you, that you are here, and now the floor is yours. Yeah. Thank you very much. It's a pleasure to be here with you this evening. Es ist ein Vergnügen, hier bei Ihnen heute Abend zu sein. And I always enjoy being in the Munich area. It's always a very pleasant experience for me. Und ich bin immer wieder gerne in München und Umgebung. Es ist immer eine sehr angenehme Erfahrung. I would like to begin tonight with a miracle. Ich würde heute Abend gerne mit einem Wunder beginnen. But since I can't manifest them at will yet, I'd like to ask you to imagine a miraculous situation. Aber nachdem ich nicht einfach Wunder vollbringen kann, möchte ich Sie bitten, einfach eine wundersame Situation sich vorzustellen. Please imagine that at the snap of my fingers, there's a instantaneous flash of illumination through which every person living on the world becomes fully informed of all relevant facts about GMOs, and everybody's opinion about them becomes fully aligned with our best scientific knowledge. Und also stellen Sie sich einfach vor, mit dem Schnippen des Fingers sind plötzlich alle Menschen auf der Welt erleuchtet und wissen alle relevanten Fakten über Gentechnik und die Meinungen aller Menschen auf der Welt über Gentechnik sind auf einer Linie mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. What do you think would happen? Was glauben Sie, würde passieren, wenn das tatsächlich der Fall wäre? Well, if we adhere to the standard rhetoric of the proponents of these products, we'd have to predict that such a worldwide wave of enlightenment would cause all opposition to them to vanish. Also wenn wir den Ausführungen der Befürworter von Gentechnik glauben würden, dann würde in dieser Situation, wo alle Leute alle Fakten über Gentechnik kennen, jeglicher Widerstand
gegen die Gentechnik verschwinden. Because in the rendition of reality that they propound, all of the opposition is based on ignorance, on people who don't understand the science, and on irrational fear and emotion. In der Realität, in der sich die Befürworter befinden, ist der jegliche Widerstand begründet in Ignoranz, also Nichtwissen und irrationalen Ängsten. But in reality, in the actual world we inhabit, the phenomenon that would quickly vanish is not the resistance to the foods, but the foods themselves. Aber in der Realität, so wie wir sie kennen, würde nicht der Widerstand gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel verschwinden, sondern die gentechnisch veränderten Lebensmittel selbst. In fact, research around the world has consistently demonstrated that the greater people's knowledge about the facts of GMOs, the higher the resistance. Und Forschungsergebnisse auf der ganzen Welt haben gezeigt, je mehr die Menschen über Gentechnik wissen, desto größer ist der Widerstand gegen Gentechnik. And that's why, despite their professions of wanting to educate the public, the proponents of GMOs have systematically suppressed evidence and distorted the facts. Und deshalb, obwohl immer behauptet wird von den Befürwortern, man würde über Gentechnik aufklären und informieren, hat man tatsächlich versucht, die Fakten zu unterdrücken und die Fakten zu verdrehen. Moreover, this twisting of the truth has reached immense proportions. Diese Verdrehung der Fakten hat enorme Ausmaße angenommen. My book documents case after case in which eminent scientists and scientific institutions have stooped to deception in order to advance the GMO venture. In meinem Buch zeige ich Beispiel für Beispiel, wie herausragende Wissenschaftler sich nicht zu fein waren oder sich dafür hergegeben haben, die Fakten zu verdrehen, um der Gentechnik das Wort zu reden. And it demonstrates that if the truth had been told and the facts had been openly aired, these novel products would have never been able to come to market, and I would have never had to write the book. I wouldn't be here discussing this problem with you tonight. Wenn also die Fakten tatsächlich offen auf dem Tisch gewesen wären und offen damit umgegangen worden wäre, dann wären diese gentechnisch veränderten Produkte nie zugelassen worden. Ich hätte das Buch nicht schreiben müssen und wäre auch nicht hier heute Abend bei Ihnen, um darüber zu sprechen. Further, the sheer magnitude of the deception in itself demonstrates how vastly the GMO project is contrary to the facts. Because if the evidence were truly supportive of its safety, there would have been no need to distort it. Und das schiere Ausmaß der Verdrehung der Fakten zeigt, dass die Fakten die Position der Gentechnikbefürworter nicht wirklich unterstützen, sondern weil diese Position so schwach ist, musste man praktisch die Fakten verdrehen und unterstützen. So the very fact that the facts have been routinely misrepresented is important evidence demonstrating how strongly the evidence weighs against the safety. Also die Tatsache, dass man zu diesen Mitteln der Verdrehung der Fakten greifen musste, ist ein Indiz dafür, dass da irgendwas faul ist. So, in the next several minutes, I'll be reviewing some of the main claims that are false and usually fraudulent, which gives some flavor as to how extreme the misrepresentations have been.
In den nächsten Minuten werde ich einige Behauptungen beleuchten, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, was diese Verdrehungen für ein Ausmaß haben. And then I'll also be examining the genetic engineering venture, not just from the standpoint of biological science, but also from the standpoint of computer science, which, as you will see, is very relevant, and especially relevant to the claims about the precision and safety of the new gene editing, so-called gene editing techniques, such as CRISPR. Ich werde dann die Gentechnikbranche nicht nur aus der Perspektive der Biologie beleuchten, sondern auch aus der Perspektive der Datenverarbeitung oder Informatik, weil das gerade in Bezug auf die neuen Methoden, angeblich präzisen Methoden wie CRISPR-Cas relevant ist. I should have, by the way, when I mentioned my book, should have just held up this image of the cover, which may or may not transmit well on the video, but and I think as it was mentioned in the introduction, Jane Goodall wrote the foreword to the book. Was that mentioned? One of the most famous and beloved scientists in the world today, who has stated that it's without doubt one of the most important books of the last 50 years. Stephen, when this book rauskommt, if the book comes out, you gave me information and we said to do it through the website of us. So, okay, if the book, the German translation of the book comes out, we will certainly put it up on our website and everybody. Das was bekannt macht, dass es das gibt und dann kann sie auch schauen, wenn es bei uns drauf ist, dann kann man das irgendwie erwerben, dass wir das mitkriegen, wenn ich das da ist. Yeah, and there are many people in Germany understand English. I assume half of the people don't even need my translation. Yeah. So nothing should stop you from getting the English copy. You could get that now, but the German translation hopefully will be ready before the and on the market before the end of this year, or certainly, I should say, or most likely, if not the end of this year, very early next year. And it will be worth waiting for those of you who are not proficient in English. Also die deutsche Übersetzung sollte Ende des Jahres, hoffentlich, aber mit Sicherheit Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Und es lohnt sich sicher für die Leute, die nicht fließend Englisch lesen können, darauf zu warten und die deutsche Übersetzung zu lesen. So, in discussing the frauds, I'd like to begin with one of the biggest and most brazen frauds that really has had the greatest impact. Ich möchte also beginnen mit dem dreistesten Betrug, der auch die größten Auswirkungen hatte. And to better appreciate the profound role it has played, I'd like you to contemplate the following scenario. Besser zu verstehen, was dieser Betrug für eine Rolle gespielt hat, möchte ich Sie bitten, sich folgendes Szenario einmal vorzustellen. The year is 1992, the month is May. Das Jahr ist 1992 und der Monat ist Mai. The first genetically engineered whole food, and I'll be abbreviating GE food from here on out for the most part, the first GE whole food is slated to hit the market within the next 18 months, and several others are going to be released a few years afterward. Also das erste gentechnisch veränderte Lebensmittel soll in den nächsten 18 Monaten auf den Markt gebracht werden und mehrere weitere sollen dann gleich danach folgen. Das ist das Szenario von 1992. A substantial portion of the public are concerned that these novel products pose abnormal risks, and so are many well-credentialed scientists. Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung ist besorgt, dass da vielleicht Risiken geben könnte, und das Gleiche gilt auch für viele Wissenschaftler. Further, it's not clear how the world's various governments
are going to regulate these products and what kind of safety testing they may require. Und des Weiteren ist unklar, wie die verschiedenen Regierungen auf der Welt dieses Produkt regulieren werden und die Sicherheit bewerten werden. The United States Food and Drug Administration, the FDA, dramatically enters the scene and makes a major pronouncement. Und die amerikanische Lebensmittelsicherheitsbehörde macht einen dramatischen Auftritt und macht eine entscheidende Aussage. It issues a policy statement declaring that a task force of its scientific experts have been extensively studying the issue of GE foods and have overwhelmingly concluded the following. Und sie geben also ein Positionspapier heraus, wonach eine Gruppe von Wissenschaftlern, die für diese Behörde tätig waren, einstimmig zu folgender Aussage gekommen sind. One, that producing new varieties of crops through genetic engineering is substantially different than doing so through conventional processes. Zum Ersten, dass die Herstellung von gentechnisch veränderten Produkten ein substanziell anderer Prozess ist als die Züchtung von neuen Sorten. Two, that it entails higher risks, including the risk of accidental production of unintended novel toxins and allergens that could be very difficult to detect. Und zum Zweiten, dass diese substanziell anderen Vorgehensweisen mit neuen Risiken verbunden sind, die zum Beispiel auch sich auf die Toxizität der Produkte beziehen können. And three, that accordingly, every genetically engineered food needs to be carefully tested before it is allowed to reach the market. Und zum Dritten, aus diesen Gründen muss jedes gentechnisch veränderte Lebensmittel sorgfältig getestet werden, bevor es auf den Markt gebracht werden will. The FDA statement goes on to acknowledge that many other scientists have similar concerns, and it asserts that the agency will follow its experts' advice. Und dieses Positionspapier würde des Weiteren sagen, dass auch viele externe Wissenschaftler ähnliche Bedenken haben und dass die Behörde dem Rat ihrer Wissenschaftler folgen wird. And it says it will follow the advice not only because requiring rigorous testing is scientifically sound, but because it is also mandated by the nation's food safety laws, which stipulate that novel additions to food must be demonstrated safe through scientific procedures and to a substantial degree of certainty. Sie werden dem Rat der Wissenschaftler folgen, nicht nur, weil es seriös ist, mit der Wissenschaft so umzugehen, sondern weil es auch rechtlich geboten ist, aufgrund der Rechtslage in den USA, oder dem Rechtsrahmen für neue Lebensmittel. Now, you don't need a doctorate in social psychology to figure out what would have happened if that scenario had actually played out. Man braucht also nicht unbedingt eine Doktorarbeit in Soziologie geschrieben zu haben, um sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn die Behörde tatsächlich so vorgegangen wäre. When I asked the head of food safety for Australia and New Zealand what she thought would have happened if such a scenario had played out, she promptly replied that it would have killed the entire GE food venture.
Als ich die Chefin der australischen Lebensmittelsicherheitsbehörde gefragt habe, was passiert wäre, wenn die amerikanische Behörde so vorgegangen wäre, hat sie spontan gesagt, das hätte das komplett gekillt. And it's difficult to see how that would not have happened. Und man ist schwer vorstellbar, wie das nicht hätte passieren können. Which is why that scenario never took place. Und das ist genau der Grund, warum dieses Szenario eben so nicht passiert ist. However, most of the details are historically accurate. Aber die meisten Details dieses Szenarios sind die historische Wahrheit. Many members of the scientific community were very concerned about the risks, and so were the scientists on the FDA's Biotech Task Force. Und viele Wissenschaftler hatten derartige Bedenken und das gilt auch für die Wissenschaftler der Arbeitsgruppe der amerikanischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. And it's true that the FDA scientists did express their concerns, and they did call for rigorous safety testing. And they did so in many memos submitted to their superiors. Und es ist wahr, dass viele Wissenschaftler solche Bedenken hatten, gefordert hatten, dass wird. Und sie haben diese Auffassung auch schriftlich in Kommunikation mit ihren Vorgesetzten niedergelegt. Moreover, the FDA's files indicate that it knew numerous scientists outside the agency were also concerned about the risks, and that there was not a general consensus about safety within the scientific community. Und interne Dokumente der Behörde zeigen, dass die Behörde wusste, dass es externe Wissenschaftler gab, die solche Bedenken hatten. But the FDA's policy statement that was issued did not reflect those realities, and instead grossly misrepresented them. Stattdessen hat die Behörde ein Positionspapier veröffentlicht, was diese Bedenken kaschiert hat und im Prinzip das Gegenteil gemacht hat. And its chief assertions were opposite to those I described in the hypothetical scenario. Und die wesentlichen Behauptungen, Feststellungen der Behörde waren das Gegenteil von dem, was ich gerade in dem Szenario dargestellt habe. In actuality, the FDA declared, one, that there's an overwhelming consensus among scientists that GE foods are so safe they don't need to be tested at all. Also die erste Aussage, die tatsächlich gemacht wurde, ist, dass es einen Konsens der Wissenschaftler gäbe, dass die Produkte so sicher sind, dass ein sorgfältiges Testen überhaupt nicht notwendig ist. Number two, that the FDA was not aware of any information showing that these products differ in any meaningful way from foods produced via other methods. Und dass der Behörde keinerlei Erkenntnisse vorliegen, dass die gentechnisch veränderten Lebensmittel sich substanziell unterscheiden von Lebensmitteln, die mit anderen Methoden erzeugt werden. And that it would therefore allow them to be marketed without requiring one smidgen of testing. Aus diesem Grund erlaubt die Behörde die Vermarktung dieser Produkte ohne die geringsten Tests vorzuschreiben. Of course, nobody outside the FDA was aware of how seriously these declarations misrepresented reality, because the FDA kept the scientist memos and all of the other files with uncomfortable information covered up. Und außerhalb der Behörde wusste niemand, wie weit die offiziellen Aussagen der Behörde von den tatsächlichen Fakten entfernt waren, weil die Behörde alle Unterlagen im Zusammenhang damit unter Verschluss hielt. And they only came to light 6 years later when I organized the lawsuit against the FDA
that forced it to divulge all of those covered up files. Erst 6 Jahre später kamen diese Unterlagen ans Licht durch ein Gerichtsverfahren, was ich organisiert habe gegen die Behörde. And unfortunately, most people still are unaware of what's in those files because the mainstream media has suppressed covering the truth, even though the copies of the memos have been given to them. Aber ein großer Teil der Öffentlichkeit weiß bis heute nicht, was in diesen Unterlagen steht, weil die Medien den Ball sehr flach gehalten haben und nicht darüber berichtet haben. Now, why would the governmental agency entrusted with protecting the safety of the nation's food behave in such a delinquent manner? Wie kommt es, dass die Behörde, die eigentlich die Aufgabe hat, die Sicherheit der Lebensmittel für die Nation sicherzustellen, sich so unverantwortlich verhalten hat? Well, in 1986, the presidency of Ronald Reagan adopted a policy to promote the U.S. biotechnology industry and to enable the development, rapid deployment and marketing of its products. 1986 hat die Reagan-Administration beschlossen, dass es ihre Politik ist, die Gentechnikindustrie zu unterstützen und die Einführung dieser Produkte zu fördern. And since that time, the FDA and the other regulatory agencies have dutifully followed that policy. Und seitdem haben die amerikanische Lebensmittelsicherheitsbehörde und auch alle anderen Behörden, die vielleicht mit der Regulierung was zu tun haben, pflichtgemäß diese Politik umgesetzt. And that policy has been embraced by every successive presidential administration, whether Democrat or Republican. Und diese Politik wurde fortgesetzt unter allen weiteren Administrationen, egal ob sie Republikaner oder Demokraten waren. Well, so because of the FDA's fraud, the regulatory agencies in Canada and the EU, Australia, were all enabled to enact very weak standards and yet claim they were acting in a stricter way than was the United States. Aufgrund des betrügerischen Verhaltens der amerikanischen Lebensmittelsicherheitsbehörde war es Behörden in anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, Europa oder Australien, möglich, Regulierungen zu machen, die kaum besser waren als die Regulierungen in den USA. And the weakness of those standards refutes another routine claim about GMOs, that they're well regulated throughout the world. Und diese schwache Regulierung widerlegt eine weitere Behauptung, die immer wieder gerne über Gentechnik gemacht wird, dass diese Technologie besonders gut reguliert sei. Just to give you an understanding of how weak the regulations are, we could look at the conclusions of the report that was issued by the Royal Society of Canada, that nation's premier scientific body, in 2001. Festzustellen, wie schwach die Regulierung ist, braucht man sich nur den Bericht der kanadischen königlichen Gesellschaft für die Wissenschaften anzuschauen, die 2001 einen Bericht darüber verfasst haben. The Canadian experts essentially agreed with the position of the Food and Drug Administration scientists by stating that the default prediction for every GMO also diese hochrangigen kanadischen Wissenschaftler haben im Prinzip die Aussagen der
Experten der amerikanischen Lebensmittelsicherheitsbehörde bestätigt, dass nämlich die Grundannahme beim Umgang mit diesen Produkten wie folgt sein muss. Should be that the genetic engineering process had created some unintended disruptions that could make the food toxic or allergenic. Also die Grundannahme bei der Regulierung muss sein, dass der Prozess, der verwendet wurde für die gentechnische Veränderung, ungewollte Nebeneffekte und unbekannte Effekte verursacht hat. And they stated it was scientifically unjustified to declare any genetically engineered food safe unless it had been demonstrated safe through a series of testing far more rigorous than any regulators then were requiring or have yet required. Sie haben gesagt, es sei also wissenschaftlich nicht zu verantworten oder nicht zu begründen, ein Produkt als sicher zu erklären, das nicht sorgfältig getestet worden ist, und zwar mit Tests, die weit über das hinausgehen, was die Behörden damals vielleicht vorgeschrieben haben oder was sie bis heute vorschreiben. Now at that time, the main regulatory standard through which genetically engineered foods were being assessed and approved was called the concept of substantial equivalence. Und zu der Zeit war also das wesentliche Konzept, das man verwendet hat, um gentechnisch veränderte Organismen zu regulieren, das Konzept der substanziellen Äquivalenz. A very superficial concept through which a superficial chemical analysis could be done, and if a few key similarities between a GMO and its conventional counterpart were discerned. Das ist also ein sehr oberflächliches Konzept, wo man mit sehr oberflächlichen chemischen Analysen schaut, ob bestimmte Eigenschaften bei dem nicht veränderten Organismus und beim veränderten Organismus gleich sind. Then the GMO was declared to be substantially equivalent to its conventional counterpart, was presumed to be safe, and was allowed to come on the market without any further safety testing. Also wenn diese bestimmten oberflächlichen Eigenschaften gleich waren, dann hat man gesagt, okay, dieser neue Organismus ist substanziell äquivalent zu dem nicht veränderten Organismus und er kann daher ohne weitere Tests vermarktet werden. And the Canadian experts strongly criticized this standard. Und die kanadischen Experten kritisierten diesen Standard scharf. And they stated that there needed to be rigorous testing that would include the whole food, testing on animals, that there should be clinical testing on human beings. Und sagen, stattdessen bräuchte man sorgfältiges Tests, und zwar sorgfältige Tests an den vollständigen Lebensmitteln, zum Beispiel durch Futterungsversuche oder auch klinische Versuche beim Menschen. Now it's important to note that today substantial equivalence is still the main regulatory concept in Canada. Es ist wichtig festzustellen, dass substanzielle Äquivalenz auch heute noch das wesentliche Konzept ist hinter der Regulierung in Kanada. Even though the Canadian government had commissioned that study, when it didn't like the results, it ignored them. Obwohl die kanadische Regierung diese Studie in Auftrag gegeben hatte, nachdem die Ergebnisse der Regierung nicht gefielen, wurde die Studie einfach ignoriert. And the concept of substantial equivalence was the main regulatory concept in the EU until quite recently. Und auch in der EU war dieses Konzept das oder das Grundkonzept der Regulierung. Erst vor kurzem hat sich das geändert. It was only in 2013 that the European Union finally required
some kind of toxicological safety testing using the whole GMO food. Erst 2013 hat die EU dann festgelegt, dass das gesamte Lebensmittel in Fütterungsversuchen toxikologische Tests durchlaufen muss. But even then, it only required medium-term studies of 90 days. Aber selbst zu dem Zeitpunkt hat die Behörde nur einen mittleren Studienzeitpunkt von 90 Tagen verlangt. Even though a very solid research study had been published the year before, demonstrating that 90 days is not long enough. Und das hat die EU gemacht, obwohl ein Jahr vorher eine sehr sorgfältig durchgeführte Studie gezeigt hat, dass 90 Tage nicht ausreichen. That study showed that a genetically engineered maize product that had been approved based upon a 90-day study Und diese Studie hat gezeigt, dass ein gentechnisch verändertes Maisprodukt, das zugelassen worden ist aufgrund der 90-Tage-Studie, detected statistically significant toxic effects on the animal's livers and kidneys when the testing was prolonged over 2 years. Diese andere Studie hat dann nachgewiesen, dass es toxische Effekte auf die Leber und Nieren gab, wenn man die Versuche nicht über 90 Tage, sondern über 2 Jahre gemacht hat. And as I noted, the kinds of testing that the Canadian experts called for have not yet been instituted by any regulatory bodies. Und die Art von Tests, die kanadischen Experten gefordert haben, sind bis heute noch nirgendwo verlangt worden. And that report has never been retracted, it has never been refuted. Und dieser Report wurde nie zurückgezogen und wurde auch nie widerlegt. In fact, the proponents of genetically engineered foods not only don't try to refute that report, they ignore it and pretend it never existed. Die Befürworter von Gentechnik haben auch nicht versucht, diesen Bericht zu widerlegen, sondern tun so, als hätte er nie existiert. And that leads to one of the other bogus claims about genetically engineered foods. The claim that there is an overwhelming consensus within the scientific community that they're safe. Und daraus kann man überleiten zu einer weiteren falschen Behauptung über die Gentechnik, nämlich die Behauptung, dass es einen überwältigenden Konsensus der Wissenschaft gibt, dass diese Produkte sicher sind. Indeed, it's claimed that that consensus is just as strong as the scientific consensus that climate change is occurring and that human activity is playing a significant role. Und es wird also von den Befürwortern behauptet, der Konsens unter den Wissenschaftlern über die Sicherheit von gentechnisch veränderten Lebensmitteln sei genauso umfangreich und stark wie der Konsens unter den Wissenschaftlern, dass es Klimawandel gibt und dass der Mensch ein Hauptverursacher ist. But in the case of climate change, there really is a genuine scientific consensus. Im Fall vom Klimawandel gibt es tatsächlich diesen umfassenden wissenschaftlichen Konsens. And I'm not aware of a single respected scientific organization that has reviewed the evidence and concluded that climate change is not occurring. Und ich kenne also keine wesentliche wissenschaftliche Organisation, die sich die wissenschaftlichen Daten zum Klimawandel angesehen hat und nicht zu dem Schluss gekommen ist, dass er existiert und menschengemacht ist. And although prominent organizations promoting GMOs claim that that every responsible
every respected scientific organization has concluded that GMOs are as safe as other foods. That's just false. Die Behauptung der Befürworter, dass alle respektablen oder anerkannten wissenschaftlichen Organisationen im Bereich Lebensmittelsicherheit zu dem Schluss gekommen sind, dass GVOs sicher sind, diese Aussage ist einfach falsch. Because, as I noted, they completely ignore the Canadian report. Wie ich schon gesagt habe, sie haben vollständig diesen kanadischen Bericht ignoriert. They also ignore the fact that the British Medical Association has issued cautionary statements. Sie haben ebenfalls unterschlagen, dass der britische Medizinerverband zu Vorsicht gemahnt hat. They ignore the fact that the Public Health Association of Australia has, for many years, been issuing critiques of the regulatory system and cautioning about the risks of GMOs. Sie unterschlagen dabei auch, dass die größte Verbraucherschutzorganisation in Australien immer wieder die Vorgehensweise der Regulierungsbehörden dort kritisiert hat. And in fact, just in 2016, that organization called for an indefinite freeze on the importation or the cultivation, the marketing of genetically engineered foods until their safety had been demonstrated in a much more convincing way. Sogar 2016 hat diese Organisation, Nichtregierungsorganisation für Lebensmittelsicherheit, gefordert, dass jeglicher Import, jeglicher Anbau und auch jegliche Vermarktung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ausgesetzt wird, solange die Sicherheit nicht durch sorgfältige Tests bewiesen ist. And again, a more convincing way and a more scientifically solid way. Und die Sicherheit sollte überzeugender und wissenschaftlich fundierter bewiesen werden. Now I want to, before moving on to the computer science analysis, I want to just return to the situation in the European Union, since that's very relevant to the audience here tonight. Bevor ich also in den Bereich oder den Bezug auf die Informatik herstelle, möchte ich nochmal auf die Situation in der Europäischen Union eingehen. Are in a much better position than those in North America, because even though the regulation here is still very weak, public resistance has kept GMOs pretty much out of the human food supply. Die Bürger in der Europäischen Union sind in einer wesentlich besseren Position als Bürger in den anderen Teilen der Welt, weil hier der Widerstand aus der Bevölkerung dafür gesorgt hat, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel weitgehend nicht Teil unserer Lebensmittelversorgung sind. But it's important to note, again, the EU has approved many GE foods through very lax procedures. They're not on the market because of consumer resistance, not because of the responsible behavior of the regulators. Die Europäische Zulassungsbehörde hat viele gentechnisch veränderte Lebensmittel zugelassen. Sie sind aber nicht im Markt wegen des Widerstands der Verbraucher und nicht wegen sorgfältiger Arbeit, verantwortungsvoller Arbeit der Regulierungsbehörde. But there's still a major gap, a major way in which GMOs have been pervading the human food supply here in the European Union. Aber es gibt dort immer noch eine große Öffnung, durch die doch Gentechnik in die Europäische Union hineinkommt. As you may know, food products that come from farm animals fed GMOs
such as dairy products or meat or eggs, don't have to be labeled that the animals from which they came were fed GMOs. Wie Sie vielleicht wissen, wenn Nutztiere mit Gentechnik gefüttert werden, dann müssen die Endprodukte wie Milch, Eier, Fleisch in der EU nicht gekennzeichnet werden. And this does pose a health problem. Aber damit ist ein Gesundheitsrisiko verbunden. One of the memos that the FDA administrator suppressed was written by the head of the FDA Center for Veterinary Medicine, one of its biggest divisions. Eines der Dokumente, das die Behörde unterdrückt hat, wurde geschrieben vom Chef der Abteilung Veterinärmedizin, einem großen Teil dieser Behörde. And he wrote the memo on behalf of himself and many other scientists in his division, expressing their opinion. Und hat dieses Dokument verfasst für sich selbst, aber auch für die anderen Experten in dieser Einheit der Behörde, die gemeinsame Meinung niederzulegen. And he stated that in their opinion, the dairy and meat and egg products coming from GMO-fed farm animals posed unique animal and human food safety concerns. Und in diesem Dokument stellten sie fest, dass die Produkte Milch, Eier, Fleisch aus Produktion mit gentechnisch veränderten Futtermitteln Gesundheitsrisiken sowohl für die Nutztiere als auch für den Endverbraucher beinhalten. He stated that unintended harmful substances in the genetically engineered feed consumed by the animals could concentrate in the milk or the tissues, animal tissues, and then create a problem for the ultimate human consumer. Sie stellten daran fest, dass unerwünschte Substanzen aus der gentechnisch veränderten Fütterung sich in der Milch oder im Gewebe von den Nutztieren anreichern können und damit ein Problem besteht. And he stated that in light of that risk, he and the other scientists in his division wanted to perform their own tests to determine whether there could be a problem because of this situation. Und aufgrund dieser Einschätzung wollten die Experten in seinem Team eigene Tests machen, um festzustellen, ob es da tatsächlich Probleme gibt oder nicht. But the administrators at the FDA made sure that those tests were not conducted. Aber die übergeordnete Management-Ebene der Behörde sorgte dafür, dass diese Tests nie durchgeführt wurden. And they made sure that the risks, that the concerns that were voiced by those scientists never made it into the public light. Und sie sorgten dafür, dass die Bedenken, die diese Experten in den Dokumenten niedergelegt hatten, nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. And if it had not been for the lawsuit that was launched against the FDA, we still wouldn't know the concerns that were expressed by those experts. Und wenn wir nicht gerichtlich vorgegangen wären gegen die Behörde, wären diese Sachen immer noch unter Verschluss. But we do know them, and it's quite relevant to the situation in the European Union. Aber wir kennen diese Dokumente und sie sind durchaus relevant für die Situation in der EU. Now, those of you living in Germany are in a better situation than the other citizens of the EU when it comes to GMO animal feed. Sie hier in Deutschland leben, sind in einer etwas besseren Situation als andere EU-Bürger in einigen anderen EU-Mitgliedstaaten. Because the German government has approved a label that can be put on
cheese and milk and meat, stating that the animals from which that product came were not fed GMO feed. Denn die Bundesregierung hat eine Kennzeichnung gestattet und unterstützt, aus der hervorgeht, dass die Nutztiere, die bei der Produktion von einem bestimmten Lebensmittel verwendet wurden, nicht mit Gentechnik gefüttert werden. Das ist ohne Gentechnik-Label. Kurze Zwischenfrage, ich kaufe nie in einem normalen Supermarkt ein. Ist das wirklich auf vielen Produkten drauf? Ja. Also wenn man so normal einkauft, sieht man das schon immer Ja, so. zunehmend, und es gab auch mal den Versuch, das wieder runterzudrehen, der also ganz schnell wieder in sich zusammengebrochen ist. Also gerade im konventionellen Bereich ist das inzwischen ein sehr wichtiges Label geworden. Also wesentlich erfolgreicher, als man ursprünglich erwartet hat. Das ist kein EU, sondern ein nationales. Das ist ein nationales Label, dieses ohne Gentechnik-Label. Das wurde damals, da wurde eine Organisation gegründet, die dieses Label verwaltet. Und das ganze Label ist also Verband Lebensmittel und Gentechnik, und das ist sanktioniert von der Bundesregierung, vom Landwirtschaftsministerium. Und ich war an dem Prozess mitbeteiligt, weil die Richtlinien für die Anwendung des Labels beim Honig habe ich zum größten Teil verfasst. And so concerned consumers can look for that label and try to protect themselves. Also besorgte Verbraucher können sich an dieser Kennzeichnung orientieren, um sich zu schützen. However, it's clear there are still going to be many situations in which German citizens, no matter how concerned they are going to be exposed to food that came from GMO-fed farm animals. Aber es gibt trotzdem noch eine ganze Reihe Situationen oder Umständen, wo auch Bürger, die aufmerksam sind und besorgt sind, exponiert sind gegenüber Lebensmitteln, die aus Fütterung mit gentechnisch veränderten Futtermitteln hervorgegangen sind. For instance, consider the situation of school children being fed lunches at school. Do you really think that there is rigorous procedures to make sure the dairy products and the meat have not come from GMO-fed farm animals? Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Schulspeisung. Können wir davon ausgehen, dass überall beim Einkauf darauf geachtet wird, dass die Lebensmittel nicht aus der Fütterung mit Gentechnik entstanden sind. Wirst du wahrscheinlich sehr gut wissen, ist das also der Durchschnittsschule vorgeschrieben, nur ohne Gentechnikware zu beziehen. So I think it's Definitiv nicht. Yeah, so absolutely, there's no requirement for schools to pay attention to this. right, okay. Es gibt Richtlinien, weil die Stadt München zum Beispiel ist Biostadt. Die machen die verpflichtend für alle kommunalen Einrichtungen, Schulen und Kindergärten, aber das ist eine Ausnahmesituation. Also der Rest There are bestimmte- exceptions, so for example the city of Munich requires that all city schools and kindergartens stuff buy organic. Oh, really? Right? Yes. How is But that? that's the- That's the exception. But huh? that's the exception, you know? Yeah. But there's no general rule. So Right. if you're somewhere in Germany and you have your kids in school, And it's important to note, it's especially the young children who need to be most protected. und es ist wichtig zu wissen, dass vor allem die jungen Kinder geschützt werden sollten. Because they're still developing, their physiologies are developing, they're more susceptible to toxic substances at that age than the adult. Die Kinder sind ja noch in der Entwicklung und in diesem Stadium reagieren sie empfindlicher auf toxische Substanzen als Erwachsene. And yet throughout the EU and even throughout most of Germany, they're not being protected. Aber in der EU oder auch in Deutschland werden die Kinder nicht geschützt. So even though the EU is in much better situation than North America, there's no room for complete complacency. Ja, also auch wenn die EU
besser dasteht als Nordamerika, ist das kein Grund, sich zurückzulehnen. Before moving on, I just want to read you a quote from a scientist who's a professor and laboratory director at the very prestigious Salk Institute for Biological Studies in San Diego, California. Bevor ich zu dem Aspekt Informatik gehe, möchte ich Ihnen noch ein Zitat vorlesen von einem Wissenschaftler an einer renommierten Einrichtung in San Diego. Because this provides you a very strong flavor of how seriously the facts have been misrepresented, even to the extent that most scientists, even biologists, have been misled by the misinformation. Dieses Zitat zeigt Ihnen, wie umfassend die Verdrehung der Fakten ist, sodass selbst einige Wissenschaftler verwirrt sind. So Professor Schubert has stated, I have spoken with many molecular biologists and even plant biologists who are not directly involved in producing genetically engineered foods. Also dieser Professor hat gesagt, ich habe mit vielen Molekularbiologen und vielen Pflanzenbiologen gesprochen, die nicht an der Erzeugung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln beteiligt sind. And it's clear that most have been misled about the basic facts. Und es ist klar, dass die meisten in die Irre geführt worden sind über die wesentlichen Fakten. For instance, they assume these foods have undergone rigorous safety testing, as in the case of drugs, and are surprised to learn that they have not. Sie gehen davon aus, dass diese Lebensmittel sorgfältig getestet worden sind, so ähnlich wie wir das von Medikamenten kennen, und sind überrascht, wenn sie hören, dass das nicht der Fall ist. Nor are they aware that the insertions of the recombinant DNA are not precise but random. Und es ist ihnen auch nicht klar, dass die Einfügung von neuer DNA nicht präzise ist, sondern zufällig. And they do not understand the potential effects on the plant's secondary metabolism that could generate harmful substances. Und ihnen ist auch nicht klar, welche Effekte das auf den sekundären Metabolismus der Pflanzen haben kann und welche Folgen das haben könnte. Instead, due to the disinformation dispensed by the life scientists who practice and promote agricultural bioengineering, vielmehr durch die Missinformationen, durch die Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, im Bereich der gentechnischen Veränderung. they have the impression that there are no unusual risks and that everything is under control. Sie haben den Eindruck, dass es dort keine ungewöhnlichen Risiken gibt und alles unter Kontrolle ist. In most cases, after I've explained the key facts, they change their position. In den meisten Fällen, wenn ich die wesentlichen Fakten erklärt habe, ändern sie ihre Position. Dr. Schubert also pointed out that too many of the scientists who've misled their colleagues have not been innocently mistaken themselves. Und er hat auch bemerkt, dass sehr viele der Wissenschaftler, die ihre Kollegen in die Irre geführt haben, da nicht einen unschuldigen Fehler gemacht haben. He has stated, and this is a quote, Er hat gesagt, und das ist ein Zitat, some plant biologists are making statements about GE foods that they almost certainly know are not true. Einige Pflanzenbiologen machen Aussagen über gentechnisch veränderte Lebensmittel, wo man fast absolut sicher davon ausgehen kann, dass sie wissen, dass sie nicht wahr sind. But I should mention, one of the key claims that's false that I didn't discuss was the claim that genetic engineering is very precise, a claim that
that statement from Dr. Schubert in itself just refutes. They're random. The assertions are random. They can't predict what's happening. So eine der Aussagen, die ich nicht im Detail diskutiert habe, eine der falschen Aussagen ist, dass diese gentechnische Veränderung präzise ist. Und das Zitat hier von dem Professor aus San Diego zeigt, dass auch er davon ausgeht, dass sie nicht präzise sind, sondern zufällig und zufällig verteilt in der DNA. And it's important to note at this point, as my book has demonstrated, the key deceptions have been dispensed not by the biotech industry, not by the Monsantos of the world, but by scientists, by university scientists or scientists within important and respected institutions. Und es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Irreführungen kamen nicht im Wesentlichen durch die Hersteller der Produkte, die Konzerne wie Monsanto, sondern durch Wissenschaftler an Universitäten beispielsweise. People would tend to doubt Monsanto and DuPont, but they tend to trust university scientists. Der normale Bürger ist normalerweise misstrauisch gegenüber Aussagen von Leuten von Monsanto, aber der normale Bürger vertraut in der Regel den Aussagen von Universitätsprofessoren. And it's the routine deceptive statements made by eminent scientists and scientific institutions that have enabled Monsanto and DuPont to continue to market their genetically engineered foods. Aber es sind diese irreführenden Aussagen, die führende Wissenschaftler in den Universitäten oder aus den Universitäten gemacht haben oder aus derartigen anerkannten Institutionen, die es Monsanto erlaubt haben, diese Produkte weiter zu vermarkten. And this blight on the integrity of science has to be recognized and it has to be quickly remedied. Und das ist natürlich eine Ethik, diese Verdrehung der Tatsachen durch die Wissenschaft ist. And most bioethicists are focused on these issues of human gene editing and genetic choice and privacy, which are all important issues. Also viele Bioethiker kümmern sich um Fragen, was man zum Beispiel mit dem menschlichen Genom machen darf oder mit der Privatsphäre der Patienten. Aber eigentlich wäre für die Bioethiker das, was hier bei der Gentechnik passiert ist, ein wichtiges Thema. But they're essentially unaware of the biggest bioethical issue occurring right under their nose. Und sie sind sich überhaupt nicht bewusst, dass das größte bioethische Problem direkt unter ihrer Nase stattfindet. And that is the systematic fraud on the part of respected elements of the scientific establishment on behalf of genetically engineered foods. Das ist der systematische Betrug von Teilen des wissenschaftlichen Establishment im Interesse der Gentechnikindustrie. So, let's now take a look at the issue from the perspective of another field of science, not biological science, but computer science. Und jetzt schauen wir uns diese Problematik mal an, nicht aus der Perspektive der Biologie, sondern aus der Perspektive einer anderen Wissenschaft der Informatik. And why is this relevant, you may ask? Und warum ist das relevant, fragen Sie sich vielleicht? Well, it's highly relevant because genetic engineers, whether they are employing the old-style genetic engineering or the newer techniques called gene editing. Es ist deshalb sehr relevant, weil die Experten, die entweder die alten oder die neuen Werkzeuge zur gentechnischen Veränderung verwenden, also die neuen Werkzeuge, da wird der Begriff Gene Editing, also Editieren von Genen verwendet. Are making changes to information systems. Diese Experten machen Veränderungen an Informationssystemen.
and not just any information systems, but the biggest, most complex, and yet least understood information systems on our planet. Und sie machen diese Veränderung nicht an irgendeinem Informationssystem, sondern an dem größten und komplexesten und mächtigsten Informationssystem auf unserem Planeten. The information systems that underlie the growth, development, and continued function of plants and animals. Die Informationssysteme, die das Wachstum und die Entwicklung und Funktion von Pflanzen und Lebewesen steuern. And just as they have ignored too many of the scientific principles and standards of biology, Und genauso wie sie viele der Standards und wissenschaftlichen Prinzipien der Biologie ignoriert haben, they are completely ignoring the extensive lessons of computer science about the inherent risks of altering information systems. Ignorieren sie vollständig die Erkenntnisse aus der Informatik über die Risiken bei der Veränderung von komplexen Informationssystemen. Now, software engineers have learned over the years and through the hard way that, as I said, there are inherent risks of altering information systems. Also Softwareentwickler haben viel Lehrgeld gezahlt, um zu lernen, dass es Risiken gibt bei der Veränderung von Informationssystemen. Even the information systems that the human mind has created Selbst die Informationssysteme, die der menschliche Geist selber geschaffen hat. What computer scientists have learned is that if a program, an information system, is revised, even if it's surgically revised, there's a risk. Also Informatiker haben gelernt, dass wenn man einen Eingriff in ein Computersystem macht, auch einen sehr präzisen chirurgischen Eingriff in einem Computersystem, dass es dann ein Risiko gibt. They've learned that once a system reaches a certain level of size and complexity, even the programmer who designed it cannot revise it with complete safety. Ab einer bestimmten Größe und Komplexität eines Computersystems kann selbst der Programmierer, der das ursprünglich entwickelt hat, das System nicht verändern mit absoluter Sicherheit. And that's because the various components of the system can interact in ways that even the architect of the system cannot fully understand or predict. Weil die verschiedenen Teile des Informationssystems miteinander in einer Weise in Wechselwirkung stehen, die selbst der Entwickler des Systems nicht vollkommen überschauen kann. In technical terms, we could say, although the system was designed to be linear to a significant extent, it transcends linearity and becomes nonlinear. Man kann also sagen, selbst wenn das System designt worden ist, um linear zu sein, ab einer bestimmten Komplexität transzendiert ist diese Linearität und wird nicht linear. So, again, to repeat, even if the person who designed the system realizes that by making one small change, system performance could be improved, by making that one supposedly precise change, he or she may be creating unintended disruptions to the system. Also auch wenn der Entwickler meint, dass er an einer Stelle einen präzisen Eingriff machen kann, um zum Beispiel die Performance von dem System zu verbessern, kann dieser Eingriff nicht vorhergesehene Auswirkungen in dem Gesamtsystem haben. Now, what are the practical implications of this in terms of the way that software is tested and regulated? Und was sind jetzt die
praktischen Implikationen für die Art und Weise, wie Softwaresysteme entwickelt und getestet und reguliert werden. Because it's known, these risks are known, software developers, usually a substantial part of the budget is devoted to testing, both in the developing of a new product and in testing after any revisions are made once a product has been released. Weil in dieser Zusammenhang bekannt ist, wird ein erheblicher Teil der Entwicklungskosten, des Entwicklungsbudgets dafür verwendet, die Software zu testen, sowohl bei der ursprünglichen Entwicklung und auch nach jeder Veränderung. And there's a special class of software for which the testing is extremely rigorous. Und es gibt eine besondere Kategorie von Software, wo die Tests besonders sorgfältig sind. And that is the software that acts as an airplane guidance system or an automobile guidance system or the software that governs a pacemaker or the software that governs an X-ray therapy machine. Also das wäre zum Beispiel Software, das ein Flugzeug steuert oder Software, die in einem Automobil verwendet wird oder Software, die einen Herzschrittmacher steuert oder zum Beispiel ein medizinisches Gerät wie eine Röntgenmaschine. Because if that type of software malfunctions, it's not only frustrating, it could be deadly. Denn wenn so eine Software versagt, dann ist es nicht nur frustrierend, sondern möglicherweise tödlich. And that's why, in the case of life-critical software, regulatory agencies in all advanced countries, in the US, Canada, the EU, are very strict when it comes to regulation. Also wenn es um lebenswichtige Software geht, sind die Regulierungsbehörden sehr strikt, egal ob das jetzt in den USA, Kanada oder Europa ist. Not only does that software have to be carefully tested before it's approved for marketing, Also es ist nicht nur so, dass diese Software sorgfältig getestet werden muss, bevor diese Software vermarktet werden darf. a level of testing far more rigorous than has been imposed on any GMO. Und dieses Tests sind wesentlich umfangreicher als die Tests, die jemals vorgeschrieben waren für gentechnisch veränderte Organismen. But a whole new round of rigorous testing is required anytime a revision is made to such a system. Es muss auch erneut umfangreich getestet werden, jedes Mal, wenn man irgendeine Veränderung an den Code gemacht hat für das System. And even if the change is very slight, and it would be very reasonable to argue that the new program is substantially equivalent to the old one, regulators will not accept an argument of substantial equivalence. Also auch wenn die Veränderung nur sehr klein ist, sodass man vielleicht versuchen würde zu sagen, naja, die neue Version von der Software ist substanziell äquivalent zu der alten. Regulierungsbehörden würden so ein Argument nicht akzeptieren. They demand a series of rigorous tests to demonstrate that that system has not become destabilized. Sie schreiben vor, dass eine Reihe von umfangreiche Tests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass durch die Veränderung das System nicht destabilisiert worden ist. And that it will not pose an unreasonable risk to human health. Und es dadurch keinen unakzeptablen Risiko für die menschliche Gesundheit bietet. There is no level of testing in the GMO world that's anywhere near as rigorous as that kind of testing imposed in the world of software. Und es gibt im Bereich von der gentechnischen Veränderung keinerlei Tests, die auch nur annähernd so umfassend sind wie die Tests, die bei der Software, bei lebenswichtiger Software vorgeschrieben sind. Even though the alterations made by the biotechnicians are far more radical, and they're making them to systems that are far bigger, more complex, and less understood, the regulation is extremely lax in comparison.
Und obwohl die Eingriffe der Gentechniker wesentlich umfangreicher sind, in wesentlich komplexere Systeme gemacht werden, die auch wesentlich schlechter verstanden sind als die Software-Systeme, die wir selber machen, sind keine derartigen Tests vorgeschrieben. So it's really a very astounding situation where our best knowledge about information systems and the risks of altering them is being completely ignored. Das ist wirklich eine erstaunliche Situation, dass unsere besten Erkenntnisse darüber, was passiert, wenn man Informationssysteme verändert. It hasn't been the first attempt to silence me. Okay. Did you catch up with what I just said? Not fully. Not the joke, but well, you might as well translate that too. Es ist wirklich erstaunlich, dass unsere besten Erkenntnisse darüber, was man machen muss, um einigermaßen sicher Informationssysteme zu verändern, keinerlei Anwendung finden bei der Veränderung von gentechnisch veränderten Organismen. And it's quite ironic that even Bill Gates, one of the richest men in the world, whose wealth came from software development, es ist wirklich ebenfalls erstaunlich, dass Bill Gates, einer der reichsten Männer der Welt, dessen Vermögen aus der Entwicklung von Software stammt, is devoting a substantial part of his software-generated fortune to promote a technology that's violating the basic principles of software development. Dieses Vermögen, das er mit Softwareentwicklung geschaffen hat, setzt er zu einem nicht unerheblichen Teil ein, um Gentechnik zu promoten, die eigentlich die Prinzipien, die er kennen sollte, aus der Softwareentwicklung verletzt. By the way, I'm not surprised at all, because the software produced by Microsoft is also known as micro crap. Yeah. Okay. He doesn't understand how to get rid of bugs in his own system, and Right. he doesn't understand. Well, Mr. Gates, here's the thing. Mr. Gates was a brilliant programmer, but he dropped out of college. He probably is not aware of the regulations that are required in life-critical software, because he hasn't been involved in doing life-critical software, as has just been mentioned. We could have a whole evening about Bill Gates. No, but just translate that part of it, we'll move on. Ja, okay. Bill Gates hat zwar im College, in der Universität, sich mit Softwareentwicklung beschäftigt, aber er hatte selbst nichts zu tun mit der Entwicklung von Software, die lebenswichtig ist, wie zum Beispiel medizinische Software. So, I want to bring this home to CRISPR and the new so-called gene editing techniques. Und jetzt möchte ich den Kreis schließen und zum Thema CRISPR, also die neuen Geneditierungstechnologien oder Methoden kommen. Now, as many of you probably know, the CRISPR technology enables alterations that are far more precise than the previous techniques of genetic engineering have enabled. Wie Sie vielleicht wissen, erlaubt die neue Methode wie CRISPR-Cas wesentlich präzisere Eingriffe, als sie mit den alten Methoden möglich waren. A discrete
locality on the DNA strand can be targeted, and either a deletion can be made or an addition can be made at that point. Also eine ganz bestimmte, an einer vorbestimmten Stelle in der DNA kann ein Eingriff gemacht werden und das kann entweder ein Löschen von einem DNA-Abschnitt sein oder ein Einsetzen von einem DNA-Abschnitt. But even though these new techniques are more precise than the techniques that preceded them, aber obwohl diese neuen Techniken präziser sind als die vorhergehenden Methoden, they are still not as precise as their proponents purport them to be. Sie sind trotzdem nicht so präzise, wie die Befürworter behaupten. Because, for one thing, there are still off-target effects. Effects are occurring elsewhere on the DNA strand that are not supposed to be happening, but they tend to happen. Es gibt also auch bei der neuen Methode Effekte, die nicht an dem Zielort stattfinden, sondern irgendwo anders, die eigentlich nicht passieren sollten, die aber passieren. Moreover, in the case of any plants that are altered through these new techniques, there are going to be serious distortions, disruptions occurring after as the second part of the plant developmental process. Und hinzu kommt, dass wenn man Pflanzenmaterial gentechnisch verändert mit diesen neuen Methoden, dann gibt es Effekte von den nachfolgenden Schritten, die gemacht werden müssen. Because CRISPR-Cas technology is not operating on fertile seeds. It is operating on isolated plant cells. Diese CRISPR-Cas-Technik, die wird nicht verwendet, die arbeitet nicht an einem keimfähigen Saatgut, sondern an einer einzelnen Zelle. And you can't take an isolated plant cell and put it in the ground and expect it to grow into a mature plant. Und man kann nicht eine einzelne Pflanzenzelle nehmen und in den Boden stecken und darauf hoffen, dass sich daraus eine Pflanze entwickelt. The only way to get those cells into plants is to put them through a highly artificial process referred to as tissue culture. Um aus dieser einzelnen Zelle eine Pflanze zu machen, muss man einen sehr künstlichen Prozess anstoßen oder durchführen, den man als Zellkultur bezeichnet. And that process forces the cell to undergo an abnormal developmental process, very different than the normal process through which seeds spontaneously develop into plants. Und dieser Prozess zwingt die Pflanze durch eine sehr unnatürliche Entwicklung zu nehmen, die ganz anders ist als die Entwicklung aus einem Saatkorn. And through that process, stresses are created on the plant and mutations tend to be created again in many different places. Und dieser Prozess bedeutet, dass Stressfaktoren wirksam werden und dass es Mutationen geben kann. In fact, some scientists who've studied the effects refer to them as genomic shock. Und einige Wissenschaftler, die das untersucht haben, diesen Prozess, bezeichnen das als einen genomischen Schock, was die Pflanzenzelle dort durchlebt. So the initial application of the CRISPR so-called edit has unintended side effects, unintended disruptions. Also die erste Anwendung dieser CRISPR-Cas-Methode hat ungewollte Nebenwirkungen. Or I should say, has the known potential for unintended disruptions. Da besteht die Möglichkeit von unerwünschten Nebeneffekten. And it's almost certain that the tissue culture will be creating other disruptions. Und die nachfolgende Zellkultur mit großer Wahrscheinlichkeit
führt zu weiteren Störungen. So it's quite misleading to pass this process off as a very precise editing process. Und deshalb ist es also sehr irreführend, das Ganze als einen sehr präzisen Editierungsvorgang darzustellen. In fact, just as it's really misleading to refer to the alterations made through recombinant DNA technology as engineering, because it doesn't conform to any known discipline of engineering. Genauso wie man eben die Manipulation bei der Gentechnik fälschlicherweise als so darstellt, als sei es eine Ingenieurwissenschaft, weil die üblichen Standards, die man bei anderen Ingenieurwissenschaften finden würde, kommen hier nicht zur Anwendung. So it's misleading to refer to the operations of the CRISPR-Cas system as editing. Es ist eben deshalb auch irreführend, den Eingriff, den man mit CRISPR-Cas macht, als Editierung zu bezeichnen. Because in every other instance in which we use the term editing, such as literature or film editing or editing a soundtrack, weil in allen anderen Zusammenhängen, wo wir den Begriff Editierung verwenden, also zum Beispiel in Literatur, wenn ich ein Dokument verändere oder wenn ich einen Film schneide oder eine Audiospur bearbeite, the editing process is precisely localized and does not generate widespread unintended disruptions. Dort ist die Editierung, die Veränderung genau lokalisiert und hat keine Nebeneffekte über das ganze Dokument. When an editor is making precise changes to page 33 of chapter 2, disruptions don't suddenly occur in chapter 10 and chapter 1. Wenn also ein Editor eine präzise Änderung auf Seite 33 von Kapitel 2 macht, dann bedeutet das nicht, dass plötzlich es auch Veränderungen auf Seite 2 oder Seite 70 gibt. So gene editing is not really gene editing. Also Geneditierung ist nicht wirklich Geneditierung. Especially when we look at it in the context of computer science. Und ganz besonders nicht, wenn man sich das Ganze im Kontext der Informatik anschaut. Because even if there were not unintended off-target effects on the front end and the unintended mutations of tissue culture in the case of plants on the back end, also selbst wenn es keine unerwünschten Nebeneffekte beim ersten Schritt oder auch bei der Zellkultur beim zweiten Schritt geben würde, an alteration is being made to a very large, complex, life-critical information system. Ein Eingriff wird gemacht in ein sehr großes, komplexes, lebenswichtiges Informationssystem. And accordingly, there should be rigorous testing. Und deshalb braucht es zwangsläufig sorgfältiges Testen. Especially because a toxic tomato or a toxic soybean can cause far greater human loss of life and injury than a malfunctioning airplane guidance system or a malfunctioning X-ray therapy machine. Besonders weil eine toxische Tomate oder ein toxisches Lebensmittel wesentlich größere Schäden bei Menschen verursachen kann als ein fehlerhaftes Steuerungssystem für ein Flugzeug oder anderes Technisches. Because if there are dangerous bugs in an airplane guidance system, for instance, and they cause a problem, that problem will be manifest. Plane crashes are quite dramatic events. You can't hide the fact it happened. Weil wenn es einen Fehler gibt, zum Beispiel im Steuerungssystem von einem Flugzeug,
der Unfall, der dann passiert, das Problem ist sofort zu sehen, es ist sehr schwierig, einen Absturz eines Flugzeugs zu verbergen. And if X-ray therapy machines kill people, as has happened because of malfunctioning software, again, it's known and the cause can be ascertained. Oder wenn zum Beispiel Röntgenmaschinen wegen fehlerhafter Software Menschen tatsächlich umbringen, das ist ein Problem, das sichtbar ist, das man erkennen kann. So not many people would be killed before the problem is recognized and can be corrected. Und deshalb werden nicht sehr viele Leute sterben, bis das Problem erkannt ist und der Fehler behoben ist. But most foodborne illness is not dramatic and acute, but chronic, long term. Aber die meisten Krankheiten, die durch Lebensmittel entstehen, sind eben nicht akut, sondern chronisch über einen langen Zeitraum. It's like tobacco. It builds up through repeated doses incrementally and and the ill effects may not become visible for many years, decades. Ist wie Tabak. Es braucht eine Exposition und eine wiederholte Exposition und die Probleme zeigen sich möglicherweise erst nach vielen Jahren. And that's why it's highly important to make sure that a life-critical software that's going to be ingested, that's going to be in part of food, is demonstrated safe before it comes to market, because we may never know that it's causing harm if it does start causing harm. Und deshalb ist es so wichtig, dass lebenswichtige Informationssysteme, die wir zu uns nehmen, im Vorfeld sorgfältig getestet werden, weil wenn sie später mal auf dem Markt sind, werden wir die Effekte nicht gleich erkennen. And yet the proponents of CRISPR-Cas and other so-called gene editing techniques are making very strong arguments that this new technology does not need to be regulated at all. Und die Befürworter der neuen Methoden versuchen sehr stark dafür zu argumentieren, dass ihre neuen Methoden überhaupt nicht reguliert werden müssen. And that's why it's very important that the kinds of analyses I've been discussing are applied, that knowledgeable scientists become involved, the computer scientists start realizing what's happening and become actively involved, or else we could be making major mistakes, at least as bad as the mistakes that have been made heretofore in the case of the genetically engineered products on the market now. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Betrachtung, die ich gerade gemacht habe, angewendet wird von Wissenschaftlern, aber auch vielleicht Leute aus dem Informatikbereich, weil wir sonst möglicherweise Fehler machen, genauso wie wir Fehler gemacht haben mit der ersten Generation von gentechnisch veränderten Pflanzen. And this leads to and I'm closing now with one of the other major misrepresentations, major false claims, that the critics of the genetic engineering venture are anti-science. Und ich möchte es schließen mit einer Betrachtung über eine weitere falsche Behauptung über die Kritiker von Gentechnik. Und diese Behauptung ist, dass die Kritiker von Gentechnik gegen Wissenschaft sind. Because I think is by now obvious, in my case and in the case of the scientists and experts I quoted, we're not anti-science, we're trying to uphold science. Und es ist, glaube ich, klar, in meinem Fall und auch im Fall von vielen anderen Kritikern, wir sind nicht gegen Wissenschaft, sondern wir versuchen eigentlich wissenschaftliche Standards hochzuhalten. We're trying to make sure that these highly powerful technologies are employed in harmony in alignment with science, not by violating scientific standards and ignoring our scientific knowledge. Wir wollen dafür sorgen, dass diese mächtigen Technologien in Harmonie mit der Wissenschaft und nicht gegen wissenschaftliche Standards angewendet werden. There's an ancient saying from the Upanishads, Satyameva Jayate.
You don't have to translate that. wrong language. Yeah, but anyway, truth ultimately triumphs. Die Wahrheit wird sich am Ende durchsetzen. And hopefully in this case it will. Truth will triumph, the facts will come to light, and science will be upheld. Und hoffentlich wird sich die Wahrheit auch hier durchsetzen und die Fakten werden zutage kommen und Wissenschaft wird sich durchsetzen. And hopefully you can do whatever role you play in helping that happen. Und Sie können einen Beitrag dazu leisten. Thank you for your attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.